richten werden, wie viel mehr über die Dinge des irdischen Lebens. Wenn ihr nun Streitsachen habt über Dinge des irdischen Lebens, so setzt ihr die zu Richtern ein, die bei der Gemeinde verachtet sind. Euch zur Schande muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weißer unter euch, auch nicht einer, der zwischen seinen Brüdern richten könnte? Sondern es richtet Bruder mit Bruder, und das vor den Ungläubigen. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler unter euch, dass ihr miteinander richtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Falls du das nicht weißt, in 1. Korinther sagt das, weil ihr fleischlich seid. Amen, Halleluja, auch wenn ich es bin. Ja, und das hast du allen sagen müssen. Amen. Aber ihr tut Unrecht und übervorteilt uns solches an den Brüdern. Vater im Himmel, wir sehen heute Abend, was Geistlichkeit ist und was er nicht ist. Ich bitte dich, o Herr, strafe den Teufel, lass den Sohn Gottes die Ehre haben und wirklich verherrlicht werden in unserem Leben, wie es dazu gehört. O Vater im Himmel, und wirke für deine Ehre, wie wir dich brauchen. Jetzt rede mit uns, zeige uns, o Herr, dein Recht. In Christi Namen. Amen. Und ich kann mal ruhig sitzen. So, Paulus hat sie um ihren Rühmen gerügt. Komm mal 1. Korinther 5, Vers Nummer 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Das sollten Sie wissen. Das weiß eigentlich jeder Köchin. Das weiß jeder Koch. Das soll man auch wissen. Weißt du, ich kann mich erinnern, hat das nicht erklärt. Das braucht er nicht zu erklären. Ja? Mein Vater sagte mir immer, pass mal auf mit dem Apfelmost. Dann kriegst du Bauchweh. Kriegst du Durchfall, wenn du zu viel trinkst. Deswegen hat man Eltern. Ja? Und mit Sauerteig, das soll man auch wissen, nachdem man Sauerteig gegessen hat, dass man aufgebläht wird. Sich aufgebläht fühlt. Eine Völlerei, weil das wirkt noch. Ja? Und man kann das auch lernen, es sei denn, dass man aufgeblasen ist. Das heißt, ja, der Grund, dass du dich schlecht fühlst, du hast zu viel gegessen. Warum du jetzt Durchfall hast, da hast du mal zu viel Apfelmost getrunken. Und aufgeblasen heißt, nein, das ist nicht so. Ich weiß besser. Und Gott ist bei uns. Kannst du dir mal vorstellen, ja? Hey,
meine Nachbarin mir das gesagt hat. Ich kann mir das vorstellen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Wie sie in den Disco sang, tanzten. Zu dem Kirchenlied. Was für Mächten? Worüber geht das? Gute Frage. Ja? Gute Frage ist das. Es kann über die Macht nach deiner Vorstellung. Wie bei anonymer Alkoholiker. Der Gott, Macht deiner Wahl, ist ein Stützpunkt, wegzukommen von Alkohol. Von guten Mächten. Ja? Ich hatte immer gedacht, das steht Allmächtigen. Ja? Das ist auch ein bisschen vage, aber das ist besser. Ja? So, heute Abend jetzt kommt zu der 6. Ermahnung. Ist denn gar kein Weißer unter uns? Ja? Eigentlich geht es über Streit, aber ich habe mir das wirklich... Ist denn gar kein Weißer unter uns? Ja? Man muss wieder zurückgehen zum Grunde. Weisheit. Die praktische Nutzung der Erkenntnis. Definition. Ja. Biblische Weisheit. Ja. Und? Es ist nicht der Ich-Weiß-Gesellschaft. Es ist, was machst du mit dem Wissen? Gesellschaft. Und die Gesellschaft ist fast ausgestorben, nicht wahr? Ja? Also eine andere Sache, mein Vater mir beigebracht hat, am Ende des Tages, die Regierung macht, was sie will. Ja? Und seit ich mal Christine bis heute früh das beibringen wollte, ja, die musste mal einen anderen Parkplatz dort setzen, weil so viele Leute parken da. Macht die Regierung nicht, das ist dir egal. Die werden nur sagen, gibt zu viele Autos auf der Straße, weil alle suchen einen Parkplatz. Das ist dir egal. So ist es. Und ehrlich gesagt, das ärgert mich immer, aber wo ist der deutsche Donald Trump? Ja, Regierung brauche ich dich nicht, goodbye. Ja, wir bauen es 177 um. Ja, hat einmal ein Präsident des Supreme Court hat ihm gesagt, was er tun sollte. Er hat gesagt, ja, sag mal der Richter, dass er das tun soll. Ich mag's nicht. Ja? Ich mag's nicht. Und er hat's nicht gemacht. Ja? Naja, Andrew Jackson, du Menschenskinder. Bis jetzt, soweit ich weiß, Donald Trump ist nicht auf jemanden gegangen mit seinem Gehstock. Ja? Ich kann mir mal vorstellen, ein Video, jemand probiert Donald Trump umzubringen und Donald Trump geht ab wie mit seinem Gehstock. Das hat Andrew Jackson gemacht. Ja? Der Präsident, Ja, kannst du mal vorstellen, gehst draußen spazieren, da ist der Angie. Ja? Ja? Nun, geben wir Paulus Weisheit. Und gehen wir Kapitel 1, Vers 19 noch einmal. Damit wir wissen, Abend und Morgen. Abend ist was? Was ist Abend? Finsternis. Ja?
Was ist morgen? Nicht. Hier ist, was wir nicht brauchen. Ja? Dann steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verständigen, will ich verwerfen. Paulus redete nicht in der Weisheit der Welt. Er hat es verworfen. Das ist nicht, was wir auch nicht brauchen. Kapitel 2, Vers 1. Und ich, Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Das ist auch nicht, was wir brauchen. Hohe Weisheit. Hohe Reden. Kapitel 2, Vers 4. Und meine Rede, meine Predigt war nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Hey, Paulus hat nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit gesprochen. Ja? Sondern er sprach die Weisheit Gottes. Er predigte Jesus Christus in ihn gekreuzigt. Und das war für die Welt was? Torheit. Aber das ist der Weg zum Gott. Das ist Gottes Weisheit. Nun, was braucht man? Es kommt zur Weisheit. Hiob 28, 28. Es hat sich nicht geändert, wird sich nicht ändern. Und sprach zu den Menschen, sehet die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Verstand. Dann braucht man Weisheit. Und was ist Weisheit? Wenn man Gott nicht fürchtet, ist man nicht weise. Punkt. Ist man nicht. Die Furcht des Herrn ist Weisheit. Du kannst viel Erkenntnis, ja, viele Sachen anheuern, viel Wissen. Es nützt nicht. Ich kann mich erinnern, Brother Brad Toll, der hat mir in Shady Acres viel geholfen, als ich dort kam. Und er sagte Folgendes: Brother Jack Wood ist genauso kluger und vielleicht sogar noch weiser als Peter Ruckman, obwohl er keinen Doktortitel hat. Und Peter Ruckman ist ein richtiger Doktor. Er hat mal studiert und diesen Doktortitel bekommen. Nicht ehrenamtlich oder sowas, hat das richtig getan. Und Brother Jack Wood, er konnte aus alles eine Lektion für den Glauben nehmen. Weil durch den Glauben merken wir. Ja, er konnte von allem. Weil was du kriegst auf der Uni, was du kriegst in der Schule, ist viel Erkenntnis, aber wie wendet man das an? Ja? Und viele Sachen sind, wenn es kommt, und ich muss mal sagen, man sollte mal probieren, mit aller seiner Macht, wenn es nicht sozusagen zum Hindernis wird. Das geht gegen das Evangelium, wo mehr Zeit. Hey, man kann mal die Regierung, weil wir dürfen wählen, was machen. Wir können mal beten. Ja, aber letztendlich die Regierung macht, was sie will. Ja? Und das ist, damit man das mal weiß, und das ist sehr oft was. Ja? Hey, 90% die Dresdner wollten die Brücke. Die Grünen nicht. So wir müssen noch ein Begehren haben, noch ein Begehren haben, noch ein Begehren haben. Weil es war nicht ihre. Das ist gar keine Demokratie, dass die Brücke bauen. Wenn 90% zugestimmt haben, ich habe nicht zugestimmt. Deine Schuld. Ich auch nicht. Ich durfte nicht. Ich darf die Brücke benutzen, aber mitbestimmen nicht.
Ja, es gibt Leute wie Grace Weimer und Hannah Ball, die dürfen mitbestimmen hier und in Amerika. Das finde ich interessant. Ja. Ja. Und die eine ist ganz weise, ich weiß nicht von dem anderen, aber Hannah fragte Gabriel, wen soll ich wählen? Ich habe keine Ahnung. Nicht die amerikanische Wahl, die deutsche Wahl. Die amerikanische Wahl, das wusste man ganz genau. Aber die Furcht des Herrn ist Weisheit. Man sie nicht hat. Sprüche 9, Vers Nummer 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Die Furcht des Herrn ist nicht nur Weisheit, sondern ist der Anfang der Weisheit. Da fängt Weisheit an. Ohne sie, die Furcht des Herrn, gibt es keine Weisheit. Fängt es auch nicht an. Man kann immer viele Fakten bekommen. Ja? Aber wer meint, Napoleon war doof? Du bekommst nicht, du wirst nicht der Kaiser von Frankreich durch Idiot sein. Ja? Du wirst auch nicht, der Hitler war auch nicht doof. Er ist nicht Kanzler von Deutschland gewählt worden, weil er doof war. Aber alle beide haben Russland angegriffen. Ja. Keine Weisheit. Bei uns geschieht's nicht. Bei uns geschieht's nicht. Gott hat das Schnee aufbewahrt für solche Menschen. Steht in dem ältesten Buch der Welt. Schnee für Zeit des Krieges. Oh, Gott ist nicht für Krieg. Und dann hasst die Bibel, weil es voller Mord und Totschlag ist. Ja? Und das, was sie sagen, so viele Kriege, Mord und Totschlag. Und sagen, Gott ist dafür und dann Gott ist gegen Krieg. Ja? Er hat den Schnee dafür gemacht. Hat er gesagt. Und weißt du, was auch herrlich ist? Ja? Er benutzte nicht Hiob, das zu sagen. Und nicht Mose. Und nicht David. Sondern er sagt es selber. Ja? In Hiob 38 bis 42, er redet selbst außer ein paar Sätze. Ja, er lässt niemand für ihn dort reden. Ja? Und das ist der Anfang der Weisheit, der Anfang der Erkenntnis. Sind wir nicht so nah, da sind wir nicht so weit. 1,7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Aber Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Was verachten Narren? Die Furcht des Herrn. Und jemand, der das sagt, dass die Furcht des Herrn Weisheit ist. Ich. Wenn heute Abend das verachtet wird, was bist denn du? Du sollst niemanden einen Narr nennen. Ich hab's nicht getan, ich habe mal gefragt. Was du mal bist. Und Elisabeth hat das selber beantwortet. Und dann hast du auch recht. Wenn man verachtet die Unterweisung, was steht da, was ist man? Na. Ja? Das ist der Anfang der Erkenntnis. Wo fängt die
sein und der Furcht des Herrn. So, Sprüche 8, Vers 13. Was ist sie? Ja. Nun, eine weise Frau sagte eine türkische Tochter einmal, ich lerne dich Gott fürchten. Ich lasse ihn dich bestrafen. Ja? Und die türkische Tochter ist heute eine sehr weise Frau. Weil sie wurde vom Herrn bestraft. Und weiß es immer noch heute. Meine Frau. Damit sie lernt Gott fürchten. Ja? Weil die weise Frau wusste, Gott zu fürchten ist besser als keine Narben an den Knien. Törichte Frauen, oh, kannst du mir nicht wehtun? Was machst du mit dir selbst, wenn du Gott nicht fürchtest? Und benimmt man sich, wie man sich benimmt? Glaubt nicht, dass Gott guckt herunter und schaut. Sprüche 8, Vers 13, was ist die? Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Wenn man Böse nicht hasst, ist man weise? Stolz und Hochmut und den bösen Weg, einen verkehrten Mut hasse ich. Der böse, Stolz, Hochmut, bösen Weg und verkehrten Mund zu hassen. Wenn das nicht der Fall ist, da ist keiner was? Weisheit. Was war hier der 6. Tadel? Ist denn gar kein weißer unter euch? Gibt es nicht jemand hier, der Gott fürchtet? Wir reden, wir haben das gelesen und hoffentlich hast du was gemerkt dabei? Gehe ich davon aus? Es geht über ein Muss. Rechtsstreit zwischen Brüdern. Und was brauchst du nicht bei einem Rechtsstreit? Bosheit. Auch nicht bei einem Rechtsstreit. Stolz. Das brauchst du auch nicht bei einem Rechtsstreit. Hochmut. Bösen Weg. Und auf alle Fälle keinen verkehrten Mund. Dass man so redet, damit man gewinnt. Meine Sache gewinnt. Ja? Nun, das ist denn halbwegs, was er fragt, oder? Fürchtet niemand den Herrn unter euch? Und schau mal, wer Gott fürchtet, guck mal, wer Gott fürchtet, ist nicht nur weise, sondern gehen wir in Römer Kapitel 13, Vers Nummer 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wer Gott fürchtet, was? Liebt seinen Nächsten. Liebt seinen Nächsten. Matthäus 7, Vers 12. Weil Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch.
Das ist das Gesetz und die Prophetie. Wer Gott fürchtet, behandelt anderen richtig. Was ist das ganze Gesetz und die Propheten? Was du willst, dass jemand euch tut ihr ihnen auch. Und du nimmst das Ganze mit dem 4., 5. Gebot dabei. Das ganze zweite Tafel des Gesetzes, es geht über mitmenschliche Beziehung. Und du nimmst alle von denen und fragst mal einfach, will ich, dass jemand mir das antut? Und niemand möchte das. Dass jemand beneidet dich und begehrt etwas, was du bekommen hast. Das will ich machen. Und belügt, bestiehlt und so weiter und so fort. Das will man nicht. Und so, wer Gott fürchtet, behandelt den anderen. Nein, wer Gott nicht fürchtet, liebt den anderen nicht und was? Behandelt ihn auch nicht richtig. Und kann nur mal ein großes Lächeln auf dem Gesicht. Schleimen und schmieren. Aber Schleimen und schmieren ist nicht Liebe und richtig behandeln. Schleimen und schmieren, halte dein Geldbeutel fest. Ja? Und Johannes 7, Vers 25. Lukas ist eigentlich das längste Buch des Neuen Testaments. Es hat nur 24 Kapitel, aber die sind länger. Aber wenn man Johannes liest, die Kapitel sind ziemlich lang. Und so, höchstwahrscheinlich die sind lang, man verliert die Kleinnoten dort drinnen. Weil anstatt diesen Vers zu kennen, Vers 24, ich habe das falsch gesagt, man irgendwie kennt Matthäus 7,1. Richtet nicht nach dem Schein. Aber es steht richtig nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Ja, lesen wir 2 und 3 dazu. Dann hast du Vers 24. Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet. Soll man richten? Schwarz auf weiß. Wie? Gerechtes Gericht. So, wer Gott fürchtet, richtig gerecht. Er richtet nicht nach dem Schein und er richtet nicht nach dem Ansehen. Weil hier ist, was die Furcht Gottes weist. Und weil die Furcht Gottes das weist, handelt es auch so. So wird Gott mich auch richten. Wenn ich schon gerecht richte, wenn ich richte nach dem Schein, wenn ich richte nach dem Ansehen, so wird es auch bei mir geschehen. Man braucht Weisen. Gott fürchten. Das sind die Weisen. Und brauchen wir sie. Es ist interessant. Nun gehen wir wieder zurück in unseren Text. Gehen wir eine Seite rüber. Kapitel 7, Vers 15. Hier ist was interessant. Die Gläubigen, die sind zum Frieden berufen. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Im Frieden aber
hat uns Gott berufen. So, die Gläubigen sind zum was berufen? In was berufen? Frieden. Warum braucht man weise Menschen, die Gott fürchten? Kennen wir Kapitel 6, Vers 1. Wie darf jemand unter euch wagen? Das ist herrlich, oder? Nicht? Euch wagen. Wenn eine Rechtssache hat mit einem anderen, sich vor den Ungerechten richten zu lassen und nicht vor den Heiligen. Die Gläubigen, die sind zum Frieden berufen worden, gehen vor den Ungerechten zum Gericht. Und das macht Sinn, oder? Versteht irgendjemand das? Leute, die sind zum Frieden berufen, haben einen Rechtsstreit miteinander. Das ist nicht Frieden. Und gehen vom Gericht für den Ungläubigen. Nun, ich muss mal eins sagen, ja? Also der Erste Weltkrieg war ziemlich interessant, dass es ein Familienkrieg war, aber es ging ziemlich über Industrie und alles. Aber die Engländer hat das und die Deutschen sind hochgekommen und plötzlich Streit. Ja? Aber du kannst es verstehen, zwei Leute, zwei verschiedene Ziele, zwei verschiedene Sprachen, die verstehen einander nicht, können nicht miteinander reden, dann die können mal Krieg haben, oder? Egal, was für Sprachen es sind. Haben verschiedene Religionen, worüber allerlei Kriege gingen. Und man denkt, wir sind zum Frieden berufen. Wir sind gegen den Krieg. Und dann gehen zum Gericht mit jemand anderes. Das ist doch nicht Krieg. Was ist es denn? Ja? Und nun schauen wir, weißt du, warum wir Weisen brauchten, Menschen, die Gott fürchten, die hatten die nicht noch scheinbar. Ursache und Wirkung. Okay? Das ist was sehr logisch. Okay? Ja? Warum baut man ein Fundament für ein Treibhaus? Was ist die Wirkung, wenn man das nicht tut? Ja? Und wenn man das tut? Ja? Das ist ein Fundament für ein Haus und so weiter. Weißt du das? Die Wirkung, Ursache, Wirkung. Okay. Nun, gehen wir Vers Nummer 2. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet wird, seid ihr denn nicht würdig, geringste Sachen zu richten? Die Heiligen richten die Welt. Ja? Das ist nicht die heilige Agnes und der heilige Bonifatius. Das ist die Heiligen, die glauben an den Namen des Herrn Jesus Christus. Die Leute in der Gemeinde ist das. Sie werden die Welt richten. Wie? Nicht nach dem Schein und nicht nach dem Ansehen, sondern ein gerechtes Gericht. Und es wird dort, wo sie richten, was die Fakten dargestellt und nicht ich gegen sie. Ja? Weißt du, ganz komischerweise eine Frau, ganz am Ende ein Prozess in Amerika jetzt über einen Richter nennen. Der Richter, wo die in der Schule war, wollte ihr vergewaltigen. Ganz am Ende des Prozesses, ist nie rausgekommen vorher. Ja? Und meine liberale Freunde, glaube die Frau, glaube die Frau, glaube die Frau, glaube die Frau.
Ja, und dann die Frau will vor dem Senatausschuss aussprechen, was es richtig ist. Sie darf ihre Zeit in der Richter. Aber der Richter darf nicht da sein. Unsere Frau Fassung sagt, das war's. Der Angeklagte in Anwesenheit von dem Kläger. Und der Grund dafür ist, vorher hat die Fürstin immer das Recht und nicht uns Pöbel. Jetzt ist das nicht mehr so. Ja? Ein gerechtes Gericht ist, glaube nur, diesen Person. Ja? Aber, wenn die heiligen Richter der Welt, ja, Ursachen, können sie nicht die geringsten Sachen richten? Geht das nicht? Ist das nicht die Auswirkung? Wenn sie Gott fürchten? Nein. Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über die Dinge des irdischen Lebens? Die Heiligen richten die Engel. Können sie nicht die Dinge des irdischen Lebens richten? Geht das nicht? Ich muss mal ehrlich sagen, diesen nächsten Vers habe ich nie verstanden. Betete ich darüber, schaute ich John Gill an, er sagte was ganz anderes und Gott hat es denn mir wirklich gegeben, was das heißt. Wenn ihr nun Streitsachen habt über die Dinge des irdischen Lebens, so setzt ihr zu Richtern ein, die bei der Gemeinde verachtet sind. Nun, wem hat die Gemeinde zum Richtern eingesetzt? Die Welt. Ja, die Welt. Nicht Leute in die Gemeinde. Nicht Leute in die Gemeinde, sondern die Welt. So, man verachtet die Welt. Sie haben uns nichts zu sagen. Wir erkennen ihre Gesinnung nicht. Ja? Nicht, was der Alfrede sagte. Hat mal was. Wie alt ist die Welt? Die Lehrerin hat gesagt, 6 Milliarden, Zilliarden Jahren. Wenn man eine richtige Note bekommen würde. Wenn man hier verfolgt um Christi willen, eigentlich um Dummheit willen, man würde mal 6000 Jahre sagen. Ja? Also wir verachten das. Also ich weiß nicht warum Rufen rassistisch sind. In Fußball, wenn wir von Apen abstammen. Ist das nicht dein Opa Aaron? Ich verstehe das nicht. Ich fand das ziemlich wirklich sozusagen meiner Meinung nach. Weißt du, ich war nicht so erstaunt, wo ich rausgekriegt habe, mein Opa war nicht mein Opa. Und meine Mutter adoptiert war, aber das war okay. So mütterlicherseits kannte ich meinen Opa nicht. Aber ich fand das ein bisschen beleidigend, als die mir gesagt hat, der war ein Affe. Ja? Und ich war wahrscheinlich der einzige vernünftige Mensch in der Schule. Ja? Und ist das vernünftig? Ja? Weil dein Opa, der macht manchmal Show, aber der ist kein Affe. Ja? Ja. Also wir haben Daumen, ne? Affen haben die nicht. Nun, so, weißt du, wir verachten sie und machen sie zu Richtern. Wie bitte? Habt ihr keine da, die Gott fürchten? Nun,
Bist du bereit? Sind die Ohren gespitzt? Wer sich nicht mitmischen will, fürchtet Gott nicht. Hey, kleine irdische Streit kann Gemeinden zerspalten. Und du willst nicht mitmischen. Du fürchtest Gott nicht. Hey, es gibt wirklich fleischliche Leute. Und manchmal ist es besser, dass es je schneller konfrontiert wird. Sind emotionale Verbindungen nicht da. Weil, hey, Fleisch wird immer kritisieren und Probleme finden. Das überführt uns. Was werden die anderen sagen? Wenn es so schlimm ist, dass man vom Gericht gehen muss, man soll mit dem Urteil zufrieden sein. Vielleicht verliere ich. Wie ist es beim Gericht? Wenn du verlierst beim Gericht, was ist das Gericht? Die sind alle was? Ja, Gericht, Verbrechen. Egal. Ja? Egal was. Ja, das sind die alle. Und wenn du gewinnst, endlich, Reichstag gewonnen. Ja? Und wirklich den Vers 6 gesagt, was ist los mit euch? Wirklich, was ist überhaupt los mit euch? Ja, schau mal. Sondern errechte Bruder mit Bruder nass vor den Ungläubigen. Bruder und Bruder vor den Ungläubigen. Was ist los? Warum machst du das? Hast du keine Ahnung, was hier jetzt geschieht? Sagst du liebst Christi? Und er nimmt seinen Namen durch den Dreck? Wir sind zum Frieden berufen und hier sind wir streiten. Und das ist wie beim Sport in der Gemeinde. Wo gibt es die schlimmste Stellen, wo die Leute aufeinander losgehen? Ja? Ich möchte nicht immer, dass ich das Allerbeste war. Ja? Aber ich kann mich noch entsinnen, ich war bekehrt nicht sehr lange und die haben gestritten beim Volleyballspielen in Faith Baptist Church. Und ich habe mal eine gesagt, da haben wir eine zum Herrn geführt. Und sagte ihm, hey, die Leute dort draußen, die sind ungläubig, die gucken uns zu, wie wir streiten. Ist das richtig? Ist das so wichtig? Ja? Bruder mit Bruder von den Ungläubigen. Unrecht und Übervorteil an den Geschwistern. Was ist los mit euch? Wer sagt? Aber tut ihr Unrecht und Übervorteil und solches an den Brüdern? Hey, was ist los mit dir? Ich bin nur getadelt. Ja, das sollst du mal. Ist nicht was los? Man geht vor den Gericht für den Ungläubigen. Man probiert der anderen durch den Kakao zu ziehen? Über den Tisch? Und sagt, lob den Herrn.
Christentum. Ich meine, wie ein Gerichtsprozess, damit sie einen Tisch in der Gemeinde haben kann. Und die bösen Leute wollen das nicht. Die alten Leute. Wenn wir in 3. Mose 19:13. Du sollst deinem Nächsten nicht Unrecht tun und noch ihn berauben. Es soll des Tageslohns Lohn nicht bei dir bleiben bis an den Morgen. Hey, Unrecht und übervorteilen. Das Tageslohner soll sein Geld kriegen. Gleich, wo Feierabend ist. Micha 2,2. Sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser, welche sie gelüstet, also treiben sie Gewalt mit eines jeden Hauses, mit eines jeden Erbe. Das ist nicht meins, ich möchte das, ich habe so viel was, Macht, Stärke, Gewalt, Freunde und ich nehme es. Obwohl es gehört jemand. Und das Unrecht über Vorteile. Malachi Kapitel 3, Vers 5. Und ich will zu euch kommen zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher und Meineidigen, gegen die den tagelang Gewalt und Unrecht tun, Witwen und Waisen und Fremden betrügen und mich nicht fürchten, spricht, sagt der Herr Zebaoth. Ey, wer Unrecht und übervorteilt seinen Nächsten, fürchtet Gott nicht. Und die nicht mitmischen wollen, wenn es gibt ein Problem, die auch nicht. Weil das geht nicht. Weil, weißt du, wer kommt zum Gericht? Und wer will ein schneller Zeuge sein? Der Herr Zebaoth. Hat er schon getan. Mehrmals. Und gehen wir in Vers 7, was ich übersprungen habe. Was ist los mit euch? Hier ist der Fehler. Hier hast du einen Fehler. Und da musst du mal reden. Das musst du anwenden. Es ist nur durch den Glauben anzuwenden. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler unter euch, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Weil du fleischlich bist. Falls du die Antwort nicht verstanden wusstest. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Ich mache mal neue deutsche Bibel. Okay? Warum bist du so doof? War der Klügere? Und du willst mal vom Gericht ziehen und rechten. So, warum bist du so dumm? Das, was ich war, mir nicht geschehen. Was ist los mit dir? Was ist los? Ist das so wichtig? Ich benutze nicht die Weisheit der Welt, aber wie wichtig ist es in 5 Jahren? Wie wichtig ist eine Gemeindespaltung in 5 Jahren? Es gibt eine Lösung. Ja? Man soll lieber sich Unrecht über sich ergehen lassen. Man soll sich lieber über Vorteilen. Gehen wir in 1. Petrus 2,21.
Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen. Welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde gefunden worden, welcher nicht widerschaut, als er gescholten wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Er ließ sich übervorteilen, oder? Wir sind berufen worden, in wessens Ebenbild verändert zu werden. Wie ist sein Ebenbild? 22. Ist sein Ebenbild Rechten oder sein Ebenbild Leiden? Rechten, sehen wir, wie gut es dir geht. Nun, heute Abend ein weiser Mensch weiß, dass Menschen sehr egoistisch sind. Und der Mensch, der den Herrn fürchtet, weiß es. Recht ist nicht immer wichtig. Was ich will, ist am wichtigsten. Das ist Egoismus. Manchmal ist es nur so, was ich jetzt will. Nichts anderes ist richtig. Ja? Nichts anderes. Weißt du? Schwester Frieda hat einen Tee gemacht. Gute, gottesfürchtige, Liebe. Warum sie das gemacht hat. Und sie hat nicht gesagt, ich will auch kommen, kannst du es selber machen. Das ist eine biblische Erfahrung. So hat sie es gemacht. Haben sie sogar hier der Art-Tee, den ich wollte. Ja? Nun, wenn ich eine blöde Terrain wäre, hätte sie das für mich machen sollen? Ja. Aber ich möchte mal nicht für den so machen. Hey. Die Frauen sollen ihre Männer. Aber wenn ich, das aber wenn ich heißt, du glaubst Gott nicht. Das ist, was das heißt. Ja? Weißt du, wie ich sagte, der weiße Mann, manchmal, weil er weiß, es ist nur, was ich jetzt will. Morgen vielleicht spielt es gar keine Rolle, diese Rechtssache. Nur was ich jetzt will. Hey, er richtet nicht nach Emotion, Freundschaft, Laune, Gewinn, öffentliche Meinung, sondern nach dem Recht. Hier ist die Sache. Und das ist ganz genau, warum man macht, was Gott sagt. Weil er Gott fürchtet. Aber so und so wird geschehen. Hey, gibt es nicht einen Gott im Himmel, der noch arbeitet und wirkt? Kann man denn nicht vertrauen? Vielleicht, er wirkt aber nicht bei mir. Vielleicht, weil du ihm nicht vertraust. Man ihn nicht fürchtet. Ja? Hey, wenn es keines so gibt, kein Weiser unter euch. Ja? Hey,
Aussage gegen Aussage. Hey, Gott bringt es ans Licht. Das habe ich gesagt, oder? Und das macht er. Hey, Aussage gegen Aussage. Wie ist das Gesetz? Geht das? Richtest du jemanden Aussage gegen Aussage? Nein. Egal wem. Egal wem. Möchtest du gerichtet, weil jemand anderes sagt, dass du das getan hast? Man glaubt den anderen Person? Warum denn? Na, das ist eben so glaubwürdig. Wir fahren den Bus am Schluss zusammen. Ja? Nein. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Und er ist nicht tot. Weißt du, was ich nicht bin? Ich bin kein Deist. So was ein Deist ist? Gott hat alles geschaffen und gemacht und jetzt überlässt er das uns. Er wirkt nicht mehr. Nein, nein. Es gibt viele, die sind das in Taten, aber nicht in Credo. Nicht in der Lehre, nicht in ihrem Dogma. So, sag mal, es gibt keinen, der Gott fürchtet. Es gibt keinen, der so richten kann. Was soll man tun? Okay, wer ist die Meinung? Stimme dazu mit deiner Stimme, wie er gesagt hat. Was soll man tun? Was soll man tun? Das ist ein bisschen schwer zu sagen, oder? Das ist noch schwer zu tun. Aber es ist was? Richtig, und das ist sehr gut. Natalie hat das so. Ich habe das so. Hey, warum machen die das so beim Fußball? Du es nicht lesen kannst. Ja, ich habe das von ihr gelesen. Nicht gehört, aber gelesen. Und gehofft. Dass sie richtig sagt und nicht nichtig. So, das ist nicht nah aneinander, oder? Richtig. Ja, bewegt es sich anders. Ja, ich bin nicht so beim Lesen. Ja, siehst du? Na, aber ich glaube nicht, dass du sagtest, nicht. Glaube ich. Aber ich sage mal auch, das ist nicht das Leichteste, aber das ist, was ein Christ tun muss. Und ein Christ muss sich selbst täglich verleugnen. Das Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Und Nein sagen zu was? Weißt du? Zu sich selbst. Man soll sich wirklich übervorteilen lassen, als ein schlechtes Zeugnis zu sein. Das kann man aber nicht im Fleisch tun, weil man weiß, dass ich Recht haben will und mein Recht habe, auch wenn es nicht so ist. Und hier ist die Sache, okay? Weißt du, wie ich sagte, Brother Jack Wood war ein Mann des Glaubens. Und hat der Herr gesagt, wenn dein rechter Hand dich verführt, deine rechte Auge dich verführt und nicht deine linke. Weil er wusste, du wirst immer Recht haben wollen. Und was soll man mit deiner Rechten? Weg. Sich übervorteilen lassen anstatt. Und ehrlich gesagt, wir gehen der nächste Woche richten, weil ihr das außerweltlich Geschlecht ist. Das ist ein gutes Grund. Aber hey, das Ganze über die Ungerechten 6,9 an, dass sie nicht in das Himmelreich kommen. Was ist der Zusammenhang? Dass man nimmt diese Leute als Richtern. Das ist nicht zu fassen. So wirklich, was soll man tun? Sich, hey, weil es gibt einen Gott im Himmel, der steht herab. Und er schafft Recht. Und er schafft Recht zu seiner Zeit.
Und das ist am besten, dass es gibt. Frieden. Und Brother Danny Farley, der sagte, dass welches Lied war das? Das Power in the Blood. Und ja. Weißt du, ne, Victory in Jesus, oder? Irgendwie wegen Tennessee Temple, alle Baptistengemeinden singen das Lied falsch. Und irgendjemand hat das richtig gespielt und Shady Acres und sagte, oh ja, als er nach Shady Acres kam, oh, ist gut, das wird so. Und dann plötzlich ging es wieder die andere Richtung. Und das zu ändern, was man sagt, machte jahrelang, ist doof. Und bringst immer keinen Streit. Auch wenn du in Brecht bist. Machst einfach alles so. Ja, das ist aber kein. Das ist so schlimm daran. Ja? Ja, da haben manchmal Probleme große mit Takt. Und viele fragten mich, weißt du kannst nicht singen, du merkst das nicht. Ah, wie bleibst du so? Oder hast du das gemacht? Ja, immer gewusst, was der neben mir machte. Haben wir an den angepasst. Ja, manche Leute können vom Blatt singen, ich habe keine Ahnung. Die meisten hier auch nicht. Die meisten, nicht alle, die meisten. Ja, also kann man nicht von einem Blatt, oh, ich habe das von einem Blatt her. Ja, haben wir denn bloß an die Leute? Die nehmen wir angepasst, wie die das gemacht haben. Ja, und so. Ja? Weißt du, wie so ein Streit. Ist nicht eine Weise unter euch? Hey, du sollst immer weise werden. Wie? Wie wirst du weise? Hm? Genau. Du Gott fürchtest. Das ist, wo es anfängt. Ja? Hey, wenn du merkst, dass wirklich das bedeutet, hey, ich soll nicht immer nach meinem Recht tun, was mein Recht ist, dann, hey, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja? Wirklich. So ganz genau bedeutet das nicht, aber willst du mal kein Anstoß sein. Ja? Willst du mal kein Anstoß sein. Sagen wir mal, weißt du, wenn ein Geburtstagskind kommt. Zuerst dran an den Kuchen. Ja? Aber an dem Tag haben wir 2 ganz neue Besucher. So anstatt dass Natalie zuerst an ihren Geburtstagskuchen geht, geht jemand anderes zuerst dran. Weil Besucher gehen immer. Und dann Natalie wird ganz böse. Das ist doof, oder? Du hast nur mich vergessen. Ja, man muss mal denken, hey, das sind ganz neu da. Weil manchmal muss ich mich zurücksetzen, wenn Neuen da sind. Ja? Wir waren beim Russen einmal essen. Und ich kann mich noch entsinnen, wir waren ein Paar, wir waren 4 Mann. Und die 2 Brüder, die haben mal irgendwie so Hühner und ich denke Maug oder sowas. Und die haben mal kein Hühner gegessen. Die dachten, das reicht nicht. Aber wer nimmt nicht? Der Gastgeber verzichtet. Nicht der Gast. Der Gastgeber. Ja? Und das ist das, was dieses hier recht, einfach muss man verzichten, weil das nächstes Mal ist was anders. Ja? Die Nummer 1 in den Klassenmappen. Nummer 1. Gnade Gottes.